So, hallihallo, und zwar zu einem kleinen, kurzen Tutorial, und zwar ein bisschen Spaß mit Gravitation haben. Hier bin ich jetzt schon mal in Play-Mode gegangen, um zu zeigen, wir haben ja hier die ganz normale Direction, wie wir hier auch oben sehen können. Y ist oben und wie man es kennt, alles was nach oben geht, das fällt auch irgendwann wieder runter, logischerweise, weil wegen Physik-Engine, Gravitation. Und man kann das sehr simpel einfach abändern, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal auf W drücke, dann ändert sich die Gravitationsrichtung, drücke ich jetzt S, fällt wieder alles nach unten, drücke jetzt A, fällt alles nach rechts, drücke jetzt D, fällt alles nach rechts und eben mal links, ja, so, und wenn ich jetzt runter drücke wieder, und man kann auch ein bisschen damit rumspielen, einfach mehrere Sachen drücken, bisschen gleichzeitig, und schon können wir ein bisschen Spaß mit Gravitation haben. Und das ist ganz einfach umgesetzt. Dafür stellen wir uns einfach ein kleines Script. Ne? Diese ganzen Objekte hier, die haben alle kein Script. Die haben einfach nur ein ganz normales Rigid Body und Use Gravity an. Denn wir verändern einfach die Gravitation von unserer Engine selbst. Denn die ist auch sehr einfach per Script zu ändern. Also öffnen wir einmal ein Script, einfach Gravity Changer. So, und in Gravity Changer machen wir jetzt einmal eine Variable, einen Float. Und zwar für unsere normale G-Kraft, unsere normale Gravitationskraft, und die speichern wir uns einmal ab. Logischerweise ist die normale Gravitationskraft leicht zu holen, und zwar mit der Physiksklasse, die benutzt man ja auch schon oft für Raycast etc. Und da holen wir uns dann einfach Gravity, und zwar Y. Denn auf die Gravitation Y, logischerweise die Y-Achse ist nach unten. Das ist jetzt ein negativer Wert, also können wir jetzt einfach da vorhauen, einfach ein Minus vorhauen, dann ist es der negative Wert. Man kann natürlich auch einfach math.lbs schreiben und dann haben wir da auch wieder den positiven Wert raus, so dass wir immer einen positiven Wert haben. So, einfach nur, dass wir damit arbeiten können. Und jetzt, um die Gravitation einfach abzuändern, nehmen wir wieder die Physics Gravity und ändern sie einfach ab mit der normalen Gravitation von G. Also können wir einfach sagen, jetzt hier, if, ich benutze mein eigenes Inputsystem, wie das schon bekannt sein sollte, aber falls ich auch wieder zum alten zurückwechseln soll, kann ich das gerne tun. Ich benutze hier meins, Link ist dafür in der Beschreibung, und wenn ich jetzt hier einmal auf W ist Key W, und dann sage ich Ihnen einfach jetzt hier Physics.Gravity, und dann können wir da einfach sagen, ein neuer Vektor 3 ist das, und dann sagen wir hier einfach 0, und dann sagen wir einfach Normal Gravity, also Normal G, und dann 0, so, und dann haben wir das auch schon. Und schon haben wir die Gravitation abgeändert, und zwar, dass alles nach oben steigt. Jetzt kann man das nochmal einmal nehmen und dann das else reinballern, einmal hier ins else, und dann statt W sagen wir dann einfach S, also S, und dann hauen wir hier einfach Minus hin, weil das ist ja eigentlich ein Negativwert. So können wir dann einfach schon die Gravitation abändern in jegliche Richtung, wie wir das möchten. Wir können das natürlich auch anpassen, das drehen und sonstige Sachen. Und wie wir dann in der Engine auch die Gravitation nochmal einsehen können, was das für ein Wert ist und wie wir das festlegen können, gehen wir einfach in die Engine selbst, gehen einmal auf Edit, Project Settings. Und dann können wir hier im Project Settings Fenster haben wir hier einmal Physics und Physics 2D. Logischerweise hat Physics 2D nur zwei Vektoren, also zwei Vektoren, und Physics 3D hat natürlich 3. Und wie wir hier schon sehen, der Wert auf Y ist auf minus 9,81. Das ist der Standardwert, der Standardgravitationswert, der so der Erde ähnelt, so gesehen. Und hier kann man dann noch diverse andere Einstellungen machen, die für alle physikalischen Körper gelten. Also das hier sind für alle Rigid Bodies inklusive. Das können wir dann mit der Physiksklasse natürlich auch einfach abändern, wie man ja gerade gesehen hat im Skript und auch während der Runtime. So, wenn man da zum Beispiel möchte, dass ein Objekt, wie zum Beispiel das hier, nicht von dieser Gravitation und von dieser Physik eingenommen wird, kann man dann einfach hier sagen, Use Gravity aus, und dann wird er davon nicht beeinflusst. Doch wenn man Use Gravity ausmacht, ist es buchstäblich schwerelos. Dann ist es ein schwereloses Objekt wie im Raum. Dann kann man sich das vorstellen, als wäre dieses Objekt wirklich im Weltraum so. Also es hat keinerlei Anziehung, keinerlei direkten Dings mehr, Anziehungskraft, aber es hat immer noch seine Masse. Seine Masse ist immer noch präsent. Wenn wir gar keine Interaktion wollen, dann setzen wir das einmal auf Is Cinematic. Also Kinematic, wie das da steht, aber ich sage immer Cinematic.
Automatic. So, und dann haben wir da gar keine physikalische Eigenschaft mehr, weil dann haben wir nur noch die Möglichkeiten mit Kollisionen und etc. zu arbeiten und dann ist er auch komplett starr und nicht einfach schwerelos. So haben wir dann da die kleinen Vorteile. So eine kleine Folge, aber hilfreich und man kann lustige Dinge damit machen und ich will auch noch was Lustiges damit machen. Kommt dann irgendwann mal in einem anderen Tutorial, wenn ich denn Lust habe, das aufzunehmen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.